Morning! Guten Morgen! We are at verse 9. Wir sind bei Vers 9. So here's what verse 9 says. But when the Spirit of Christ empowers your life, you are not dominated by the flesh, but by the Spirit. In diesem Vers heißt es, wenn aber der Geist Christi euer Leben befähigt, werdet ihr nicht vom Fleisch, sondern vom Geist beherrscht. Let's pick out two keywords here. Lasst uns 2 Schlüsselwörter herausnehmen. Empowered and dominated. Befähigt und beherrscht. You know, it is the Spirit of God that empowers our life. Es ist der Geist Gottes, der unser Leben befähigt. And I think that if you separate these two things, we're going to be in trouble. Und ich denke, wenn man diese beiden Sachen voneinander trennt, hat man ein Problem. Because a vacuum is never going to work. Denn ein Vakuum funktioniert niemals. So people are trying to be not dominated by the selfish nature, and that doesn't work because you're not a Buddhist, and even Buddhists can't do that. Leute versuchen, nicht von ihrer selbstsüchtigen Natur beherrscht zu werden, aber das funktioniert nicht, denn du bist kein Buddhist und nicht einmal die können das. You know, the Bible says you take off the old man and you put on the new man. Die Bibel sagt, du legst den alten Menschen ab und du ziehst den neuen Menschen an. So if you put your focus on not being empowered by the selfish nature, by the flesh, Wenn du dich also darauf konzentrierst, nicht von der egoistischen Natur, also dem Fleisch beherrscht zu werden, what's left? was bleibt dann übrig? The only thing that's left is that you have to struggle hard, try hard to become a good Christian. Das Einzige, was dir bleibt, ist, dich abzumühen und mit aller Kraft zu versuchen, ein guter Christ zu sein. What a miserable life. Was für ein elendes Leben. So you have to put these two things together. You have to say, first of all, I don't want to be dominated by my selfish nature. Du musst also beides zusammenbringen. Zuerst musst du sagen, dass du nicht von deiner eigennützigen Natur beherrscht werden willst. But it's the Spirit of Christ that empowers me to live that kind of a lifestyle. Aber es ist der Geist Gottes, der mich befähigt, diese Lebensweise zu führen. If you separate these two, it will be very, very dead religious work. Wenn du beides voneinander trennst, hast du nichts als tote religiöse Werke. What would happen if every day we convince our hearts Was würde passieren, wenn wir täglich unsere Herzen davon überzeugen würden, that there is an empowerment of the Spirit of God that will take me beyond my selfish nature today? dass es eine Befähigung vom Geist Gottes gibt, die mich heute über meine egoistische Natur hinausführen wird? So, look how simple this is. Schau, wie einfach das ist. Instead of saying every day, I can't live or I'm not allowed or I must not live by my sinful nature, Anstatt jeden Tag zu sagen, ich darf nicht oder ich soll nicht oder es ist mir nicht erlaubt, nach meiner selbstsüchtigen Natur zu leben, you would say, I don't have to. würdest du sagen, ich muss das nicht. Because there is a divine empowerment active inside of me which I trust. Denn es gibt eine göttliche Befähigung, die in mir aktiv ist und der ich vertraue. So the I must not be dominated by my sinful nature never works. Also zu sagen, ich darf nicht von meiner selbstbezogenen Natur beherrscht werden, funktioniert nie. This is what works. So geht es. Jesus, I thank you so much Jesus, ich danke dir so sehr, that the finished work of the cross is real, dass das vollbrachte Werk am Kreuz real ist, that throughout this day there is divine empowerment available for me. dass mir den ganzen Tag über göttliche Befähigung zur Verfügung steht. I surrender to you, Spirit of God, Geist Gottes, ich gebe mich dir hin and my empowerment not to be dominated by my selfish nature comes from you and from you alone. und meine Befähigung, nicht von meiner selbstsüchtigen Natur beherrscht zu werden, kommt von dir und zwar von dir allein. I trust that empowerment, Ich vertraue dieser Befähigung and today will be a day of beautiful victory. und heute wird ein Tag des herrlichen Sieges sein. And as you make this a habit and part of your true inner belief, Wenn du das zu einer Gewohnheit und zu einem Teil deiner wirklichen inneren Überzeugungen machst, it is going to be a very normal and very natural way of living. wird das zu einer sehr normalen und natürlichen Art zu leben. And you know what's going to happen? Weißt du, was dann passiert? Here's what's going to happen. Folgendes passiert. First of all, to live a selfless, Christ-centered life becomes natural. It's like second nature to you. Erstens, ein selbstloses, Christuszentriertes Leben zu führen, wird so natürlich werden, dass es dir in Fleisch und Blut übergeht. Secondly, Zweitens, if falls you slip into a
thing, an attitude, an action that is actually self-focused and self-centered, Falls du in eine Haltung oder ein Tun rutschst, was selbstfokussiert und selbstzentriert ist, you will immediately recognize that. wird es dir sofort bewusst werden. Immediately. Sofort. You know why? Weißt du warum? Because you're developing a lifestyle of being empowered by the Spirit of God. And when you don't live empowered by Him, there will be this little nudge inside of you saying, uh-oh. Weil du einen von der Kraft Gottes befähigten Lebensstil entwickelst und wenn du dann mal nicht von ihm befähigt bist, wirst du dieses kleine innere Zwicken merken, das oh sagt. And instead of falling into condemnation or being the victim, Anstatt in Verdammnis zu fallen oder das Opfer zu sein, you say, sagst du, oops, ups, sorry. Entschuldigung. Thank you for your forgiveness, Jesus. Danke für deine Vergebung, Jesus. And you look the other people in the eye and says, I'm sorry. Dann schaust du den anderen in die Augen und sagst, es tut mir leid. And you move on. Und du bleibst weiter dran. Continua avançando. You see, true life in the Spirit is simple, it's beautiful, it's free from all that religious guilt, shame and condemnation. Das echte Leben im Geist ist schön, es ist einfach, es ist frei von all der religiösen Schuld, Scham und Verdammnis. And look, he finishes his thought in verse 9 with this statement. Paulus beendet seinen Gedanken in Vers 9 mit dieser Aussage. And if you're not joined to the Spirit of the Anointed One, you are not of Him. Und wenn ihr nicht mit dem Geist des Gesalbten verbunden seid, seid ihr nicht von ihm. Now, let me tell you something here. Lass mich dir hier etwas sagen. This is not talking about being joined theologically, Hier geht es nicht darum, theologisch verbunden zu sein. because we are joined with Him. Denn wir sind mit ihm verbunden. But many words in the Bible are actually used as an expression of the experiment much more than of the actual theology. Aber viele Wörter in der Bibel werden vielmehr dazu verwendet, die reale Erfahrung zu beschreiben, anstatt die nackte Theologie. So, are you joined to the Spirit of the Anointed One? Theologically, yes. Sind wir also mit dem Geist des Gesalbten verbunden? Theologisch betrachtet, ja. The question is, Die Frage ist, in your walk, in your day-to-day practice, are you joined to Him? bist du in deinem Alltag, deinem täglichen Handeln mit ihm verbunden? Once you are really in your daily lifestyle are joined to the Anointed One, means all the life and strength comes from Him. Sobald du wirklich in deinem täglichen Lebensstil mit dem Gesalbten verbunden bist, was bedeutet, dass all dein Leben und deine Kraft von ihm kommen, Everybody will know that you are of Him. wird jeder wissen, dass du ihm gehörst. By this, everybody will know that you are my disciples, how you love one another. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wie ihr einander liebt. Let's walk this out. Lasst uns darin leben And let's show the world that Jesus is alive in His children. und lasst uns der Welt zeigen, dass Jesus in seinen Kindern lebendig ist. See you tomorrow. Bis morgen!